Moin Leute, willkommen zurück auf dem besten Gartenkanal auf Madeira. Bom dia, liebe Leute! Hier gibt es immer wieder neue Updates, Wanderung, Alltag, Auswanderalltag und so weiter und so fort. Mein Name ist Rico. Mein Name ist Diane. Und los geht's. Oh, schnell die Levade mal ein bisschen geblockt, dass da wieder was reinläuft bei uns. Praktisch, hä? Ich finde das so genial. Hey, mal sehen. Haben wir ein paar Paletten geholt. Hier 15 Stück. Unser Kleiner will jetzt hier einen Pool haben und das will ich immer als Unterkonstruktion drunter hauen. Das heißt, Paletten ein bisschen auseinanderschrauben jetzt, abschleifen, ja, und schauen, dass wir die da schön positioniert kriegen. Denn seinen kleinen aufblasbaren Pool oben drauf, der kann er eben bei dem geilen Wetter schön baden. Weil eben Hitze, hä? Auch wenn es hier nicht ganz so heiß ist wie bei euch. Wir haben auch so zwischen 28 und 30 Grad. Alles noch erträglich im Schatten. Aber jetzt machen wir uns erstmal an den Pool ran. Komm her, Matthias, los. Komm her hier. Das ist mal andere. Ja, jeder ist hier beschäftigt, Vollgas dabei. Paletten legen wir jetzt langsam mal aus, dass wir mal einmessen können, wie viel wir wegnehmen müssen. Aber jetzt müssen wir den Steingarten wieder ein bisschen zurückbauen. Meine Frau nimmt schon eben die Pflanzen alle raus, die Steine raus. Ja, dann messen wir uns das mal ein, richten alles aus, knallen das alles in die Waagerechten. Bei so Sachen muss man immer im Nachhinein noch mal wieder ein paar Sachen zurückbauen, die man vorher gebaut hat. Aber das gehört dazu, ne Leute. Man hat ja im Prozess entstehen wieder neue Ideen und die neuen Ideen will man wieder umsetzen. Und dann muss man halt vom alten Prozess wieder ein bisschen zurückbauen. Das sehe ich jetzt nicht als großes Problem an. Wie ihr gerade gesehen habt, sind wir jetzt dran, oder meine Frau, die Paletten abzuschleifen. Ich baue die gerade auseinander und nagel wieder neu zusammen, sodass da nicht diese großen Spalten, diese Fugen sind. Ja, ist ein bisschen Arbeit bei der Hitze, aber was willst du machen, hä? Ja, langsam und mühsam geht's vorwärts. Kennt ihr das, wenn man immer Arbeit, so heiß ist draußen und die Arbeit nur schleppend vorangeht? Ah, da hat man so ein Tief, ne? Das hab ich jetzt gerade. Ein richtiges Tief, ich habe keinen Bock mehr gerade, weißt du, könnt alles in die Ecke schmeißen hier. Ja, gibt auch. Ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Gibt auch so Momente, da hat man richtig die Schnauze voll. Ja, so sieht's da aus. Frau ist noch voll auf dem Pump, voll Motivation, versucht da die Sachen auszugleichen. Und ich habe einfach so richtig die Schnauze voll. Ich will nutzen diesen Garten. Du willst nutzen, hä? Ja, muss. Ja, ich auch, aber nicht bei so einen Temperaturen. Wäre ja alles gar nicht so schlimm, aber eben, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, dass wir den Sitzplatz zu Ende machen, dass wir da sitzen können, grillen können und auch mal entspannen. Ne? Weil der Sommer ist ja auch eigentlich zum Entspannen da und nicht nur zum Abgehen wie eine V1 hier oder was. Ja. Oh. Die ersten Paletten liegen, sag ich mal, der Weg ist gemacht. Frau schön abgeschliffen, sieht wirklich gut aus. Und jetzt kommt hinten noch der Kreis, wo wir jetzt nachher den Pool draufsetzen. Ne, mir mal. Genau. Aber jetzt machen wir mal Pause. Jetzt gehen wir was essen, schnell in den Atlantik springen, kurz abkühlen. Und heute Abend geht es ja weiter, wa? Genau. Ja. Da ist Pause und da wird voll gewerkelt. Moin, Rat. Moin. Oh, heute sind wir in Pau do Mar. Da sind ein paar Leute am Schwimmen, Schnorcheln, so wie das aussieht. Ja, wir haben unser Badezeug auch mit. Ganz geil. Sehr schön. Geiles Restaurant.
jetzt neigt sich langsam dem Ende zu. Die letzten 3 Paletten noch. Dann haben wir es geschafft. Fundament steht dann. War auch mehr Arbeit als gedacht. Gedacht war eben 1 Tag, 1,5 Tage, aber jetzt sind wir schon 3 Tage, 3,5 Tage dran. Wa? Ja. Wenn wir das erste Mal im Pool reinspringen, wa? Und dann, naja, Pool. Ist erstmal ein Aufblaspool, aber das reicht. Für den Sommer haben wir andere Ausgaben geplant. Ne? Und da wollen wir jetzt nicht noch jetzt einen Pool angreifen. Deswegen erstmal ein provisorisches. Darum haben wir jetzt auch erstmal mit Paletten da ringsrum oder als Fundament gearbeitet, weil das wird dann nicht endgültig sein. Aber Der wichtig ist, der kleine Spaß hatte, oder? ja, genau. Das, nicht nur der Kleine, auch die Großen. Ja, das ist ja auch. Genau. Guck mal, ich habe da jetzt unten noch eine halbe Palette jeweils untergelegt, damit das eben eine Auflage hat noch da an der Kante. Auch da sieht man es mal ganz gut. Da habe ich auch an den Ecken Stein noch einbetoniert. Da auch sieht man noch ein bisschen, gibt noch ein bisschen mehr Kraft und hält natürlich besser daher. Auch werden nachher hier so eine Metallriegel jeweils an den Füßen von den Paletten da nachher so angeschraubt, damit das eben nachher als eine gesamte Fläche wie ein Fundament nachher zusammenhält und nicht als einzelne Palette fungiert. Ja, so. Ja, genau, so ist der Plan. Jetzt hoffen wir, dass wir die Sachen in einer Stunde noch durchkriegen, weil ich habe nachher noch einen Termin und dann dass wir nachher die Sachen noch alle anschrauben auch noch und den Pool aufpumpen, Wasser einlassen, sodass es morgen über Tag aufheizen kann. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn es soweit ist. Oh, Erntezeit, wa Leute? Holen uns ein paar Gurken hier, wollen wir einen schönen Salat machen. Das ist eben das Geile, wenn man seine eigenen Pflanzen hat im Garten. Oh, schönes Ding. Ordentlicher Mocker hier, wa? Ah, siehst du, da hängt der nächste. Ja, schönes Ding. Bravo. Die jetzt nicht geschafft, aber Verluste gibt es immer mal. Ne? Dafür sehen die umso schöner aus. Und da auch auf der Seite. Ja, Tomaten habe ich auch noch ein bisschen angebunden. Wollen wir hoffen, dass die hier auch noch mal ein paar schöne Sachen geben. Da sieht es schon aus, als wenn sie gleich rot werden. Ja, da freuen wir uns. Oh, die ist schon so groß wie ich. 1,90 Meter wird die haben hier fast. Ja, sieht wirklich schön aus. Schöne Farbe, wa Leute? Nächster Tag. Heute wollen wir das Ding beenden hier endlich. Haben wir ein paar Flacheisen geholt aus dem Baumarkt gestern noch. Und die werden wir jetzt an den Paletten von der Seite anschrauben. Ich zeige es euch mal. Ja genau, die werden jetzt hier einfach rangeschraubt. Ein paar Spacks, Holzschrauben, dass die nicht wegrosten. Das ist ganz wichtig, die müssen verzinkt sein. Und dann werden die jetzt hier eben mit der Wasserwaage, wird geguckt, dass alles gerade ist, bis angehoben zur Not, verschraubt. Und das machen wir jetzt. Bis hinten, ne, an der Ecke ran schön. Da die Beute ein bisschen rausmachen. So, jetzt machen wir eben ein bisschen Polsterung drunter, dass es auch ein bisschen weicher ist, wenn man da mit dem Po nachher nicht auf dem glatten Holz sitzt, sondern eben ja, ein bisschen Polsterung. Dafür haben wir noch die Umzugsdecken. Wir haben mal im Baumarkt geguckt wegen normaler Isomatte oder so zum Ausrollen. Aber was wollten die da haben für eine Rolle? 80 Euro. 80. Die Baupreise explodieren jetzt langsam da auch in Portugal. Gestört. Ja, und die Qualität war nicht so, war sehr dünn, muss ich sagen. Ja, 3 mm oder so. Was haben wir hier? 5 mm, 8 mm, ein paar Decken übereinander. Passt. So, jetzt der große Moment, wa? Jetzt wird der Pool ausgepackt. Ja, wir haben uns entschieden für so einen kleinen Intex-Pool. 2,40 Meter Durchmesser. Komm, ich zeig mal schnell. Ja, da sieht man es mal. Weil wir haben auch ein Boot von Intex, ein Gummiboot. Und wir sind mit der Marke sehr zufrieden. Von daher haben wir Glück gehabt, waren eben die letzten 3. Oh. Anleitung. Erst durchlesen, dann kannst du schwimmen gehen. Na, das sieht doch gut aus, hä? Ah, da haben wir doch alle Freude dran. Darauf haben wir hingearbeitet, damit wir Handy mal einen Nachbau machen können. Ich helfe mal schnell mit.
Ja, der kleine Mann hebt den Pool, halt fest, die Gurke, du. Machen wir auch da hinten. Also, es sieht ganz einfach aus. Man muss nur den oberen Ring aufpumpen und dann ein bisschen fixieren. Den Boden ein bisschen, dass der bedeckt ist, dann kann man den nochmal positionieren vernünftig. So, und dann weiter füllen. Schauen wir mal. So, also wir füllen. Und wenn ich fertig bin mit Schnips, ist das Ding voll, oder? Und go! Kräftig gemischt und angemischt. Super machst du das. Ja. Da hauen wir dann noch ein bisschen Wasser rein. Das muss wirklich schön gatschig sein, dass es auch wirklich in die Fugen vernünftig reinläuft. Das zeigen wir euch jetzt. Ja, wenn du willst, kannst du hier auch einfüllen. Jaden. Das ist was für dich hier. Ein bisschen rumgatschen. Das ist ja wichtig, dass du in deinen Ferien noch was lernst. Ne? Komm rüber zu mir. Okay. Dann rüber. So, guck mal, dann kannst du hier Papa machen. Einfach so. Überall schön reinfüllen. So, ne? Okay. Dann müssen sie verteilen alles. So, bitte. Danke. Man nimmt sich eben ein gutes Gemisch mit Wasser, das ein bisschen flüssiger ist. Ich mache jetzt noch ein bisschen Wasser rauf. Und dann wird alles schön verteilt in die Fugen rein. Mein Junge macht klasse, Weltklasse. Und dann holen wir euch wieder dazu, wenn alles verteilt ist. Dann zeige ich euch, wie man es wieder sauber macht. Bleibt dran. Ja, wichtig ist eben mit ausreichend Wasser arbeiten. Dann sieht man eben so eine kleinen Fugen, die sich nochmal bilden, wo man das schön da ein bisschen alles reindrücken kann mit dem Schwamm. Alles schön verteilen, die ganze Geschichte. Das sieht gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier sieht man schon, hier steht mir ja ein bisschen Wasser, aber ja, das macht gar nichts. Ja, so viel Regen kommt nur hier auch nicht rauf. Und das ist ja auch Naturstein. Bei Naturstein kann immer mal sein, dass ein bisschen Wasser steht. Das ist völlig normal. Da sollte man jetzt nicht gerade in Panik fallen. Ich mag dieses Roughe, dieses Rustikale, dieses Natur. Das ist einfach so. Ne? In der Natur ist nichts perfekt. Das gibt es nicht. Ja? Und so ist es auch bei Bauwerken. Es gibt nie ein perfektes Bauwerk. Das wird es nicht geben. Ne? Und wenn, dann sieht es hässlich aus. So die ganzen mit Beton, mit den, das ist nicht mein Stil, weißt du, wo man wirklich diese Betonschalung noch im Hintergrund sieht, diese Holz. Nee, lass das sein, mach das lieber so. Klar, jeder hat seinen Geschmack. Meine ist es nicht, sagen wir so. Das macht der kleine Mann super da, bravo. Papa ist stolz auf dich. Hä? An alle Väter da draußen, nehmt eure Söhne mit zur Hand, zeigt denen, wie das funktioniert. Ihr seht doch jetzt schon, dass es im Land viel zu wenig Handwerker gibt oder allgemein Nachwuchs, der Ahnung von so was hat. Und ja, das macht denen doch Spaß, ne? Oder was, mein Schatz? Ja. Das macht denen Spaß, die lernen durch Spaß und so sollte das sein. Holt eure Söhne oder auch Mädchen dazu und zeigt denen das. Auch wenn ihr selber keine Ahnung davon habt. Learning by doing. Ich sage allen Handwerkern eine goldene Zukunft voraus. Bin zwar keiner mit einer Glaskugel, aber man sieht ja jetzt schon den Fachkräftemangel. Und das ist falsche Erziehung. Es wird immer gesagt, sei ordentlich in der Schule, lernen, sonst wirst du wie die auf der Baustelle und bla bla bla. Das ist genau das Falsche, weil die Leute, die sich dahin abknüppeln, ne, das sind die wahren Helden im Leben. So ein altes Fachwerk da noch zu lernen und zu machen, das ist Kunst. Und nicht da am Computer und da, hallo, ja, kann ich Ihnen was verkaufen? Ne? Das ist immer noch eine Sache, die kann man jeder mal anlernen. Aber so ein Handwerk zu lernen, ein Haus bauen oder auch Pflasterflächen, alles was damit zu tun hat, Zimmermann, Zimmerer, Dachdecker, das sind Sachen, die muss man von der Pike auf lernen. Und da, jeder, der da draußen ist und das macht, Respekt. Respekt an euch, bei den Temperaturen auf dem Dachserien abzuschwitzen, im Haus die Ausbauten zu machen. Respekt, Respekt, Respekt. Mein Respekt habt ihr.
So sieht es jetzt aus. Jetzt habe ich da alles soweit verfugt, oder wir. Und lassen wir jetzt mal anziehen, so 10 Minuten, ein bisschen feucht halten, vielleicht 15 Minuten bei dem Wetter. Heute ist ja heiß, trocknet es relativ schnell. Und dann gehen wir mit dem Schwamm drüber, machen die Sache sauber und dann sollte das für heute schon gewesen sein. Was sagt ihr, Partygäste da hinten? Ah ja, das glaube ich dir. So, Freunde, jetzt bin ich fertig soweit. So sieht es da aus. Wunderschön verfugt. Jetzt lasse ich es noch mal ein bisschen abtrocknen, wie gesagt, und am Schluss gehe ich noch mal drüber. Aber ich bin wirklich zufrieden. Meine Frau ist zufrieden, mein Sohn ist zufrieden. Das ist das Wichtigste, ne? Sehr zufrieden. Oh, siehst du, und dann gibt es auch noch gleich eine Eine Eiscreme. Eiscreme-Pause. Das ist natürlich gut. Hast du verdient. Danke. So, ich mache mich nachher gleich nach der Pause weiter ran, hier das fertig zu mauern. Ich will dieses Dreieck hier noch hinmauern, was ich euch erklärt habe. Ja, und wer das auch sehen will, wie es nachher weitergeht, oder das Ergebnis vom Dreieck sehen will, bleibt dran. Für heute war es das. Also, nächsten Mittwoch wieder einschalten, wenn es wieder heißt Gartenarbeit, Baustellenprojekte und so weiter und so fort. Es war mir eine Freude, euch Spaß zu haben. Schaltet wieder ein, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts. Und dann Samstag wieder eine Levade, eine Wanderung und am Mittwoch wieder Garten. Einschalten, dranbleiben und danke vielmals. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich will eine Grüße machen von meiner Cousine, Allen aus Brasilien. Eine dicke Kuss. Beijo, prima. Te amo, te amo, te amo. Falei, né? Danke fürs Zuschauen. Lasst euch Like und bis Samstag. Ciao.